Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere Ärztin einladen dürfen. Sie ist zwar nicht persönlich da, aber ich durfte sie per Zoom einschalten. Sie ist Unfallchirurgin und Sporttraumatologin. Und ich habe sie heute da, weil sie ganz, ganz viele Sachen zu erzählen hat. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Martha Schmid. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Unfallchirurgin. Ich möchte ja gar nicht wissen, was Sie in Ihrem Leben schon alles sehen mussten. Es gibt da eine Reihe Dinge, von denen man landläufig sagt, es wäre besser, man hätte sie nicht gesehen. Trotzdem passieren sie. Klar. Wie kommen Sie da zurecht? Wie kann man das wieder irgendwie verarbeiten, dass man schlafen kann? Man ist in der Situation so im Adrenalinschub drinnen, dass man nahezu automatisiert aus der Erfahrung und aus dem Gelernten heraus arbeitet. Und wenn man die Menschlichkeit nicht vergisst und immer daran denkt, dass das Gegenüber auch ein Familienmitglied oder ein Freund sein könnte, dann macht man automatisch das Richtige. Und wenn man in der Unfallchirurgie sieht, wie viel mittlerweile möglich ist und wie vielen Menschen ein normales Leben, eine Rückkehr zur Normalität wieder ermöglicht wird, dann ist das etwas Wunderschönes. Und man darf sich die Unfallchirurgie ja nicht so vorstellen, dass man nur mit Schwerstverletzten zu tun hat. Auch die Routinearbeit, eine angestoßene Kleinzehe, ein kleiner Schnitt am Finger, auch das ist Unfallchirurgie. Okay, hatte ich gerade das Übelste im Kopf gerade vor mir. Ich hatte mal eine Dame hier, die hatte ganz bösen Brustkrebs nach außen gerichtet. Diese Brust hat ausgesehen. Ich habe dieses Bild jahrelang nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Also was da alles passieren kann, das ist... Es ist ja in der Unfallchirurgie so, dass wir uns hauptsächlich mit dem verunfallten Patienten zu beschäftigen haben. Nur dieser verunfallte Patient hat ja ein anderes Leben auch noch. Das heißt, der kann internistisch krank sein, ob das jetzt nur so quasi normal ein bisschen Blutdruck oder ein bisschen zuckerkrank ist, und da ein bisschen bitte jetzt nicht falsch verstehen, sondern das sind ja auch schwerkranke Patienten oft, die internistische Problematiken haben, die Transplantationen hinter sich haben, schwere onkologische Operationen oder onkologische Erkrankungen hinter sich haben oder gerade mittendrin sind. Alte Patienten, die unter Demenz und Alzheimer leiden, das ist ja all das, was bei uns noch zusätzlich zu behandeln ist. Denn das spielt ja auch in der Therapie und vor allem in der Betreuung eine riesengroße Rolle. Denn der Mensch als Ganzes ist verletzt. Und all das, was daran hängt, ob das jetzt die eigene Psyche oder auch die Psyche der Anverwandten ist, das ist ja auch das, wo wir ein klein wenig mitarbeiten müssen und das auch nicht außer Acht lassen dürfen. Da redet natürlich eine Ganzheitsmedizinerin mit einem Riesenherz, die den Menschen nicht nur auf den Körper beschränkt und nicht nur auf die Wirkung, sondern auch eine Dame, die auf die Ursache geht, so wie ich aus diesen wenigen Zeilen hören durfte. An jedem Schnitt am Finger, an jedem gestoßenen Zeh ist ein Patient dran. Ich habe nicht nur das Knie oder die Schulter oder das Handgelenk zu behandeln oder den Schenkelhalsbruch, sondern es ist die Erstversorgung, es ist die Therapie im Sinne jetzt einer Operation oder einer vielleicht nur konservativen Therapie, aber auch diese Begleitung ist notwendig und wichtig für das Outcome. Denn wenn ich nur schön operiere, der Patient danach aber nicht weiter ordentlich oder effizient versorgt wird, sein Blutdruck, seine Nierenfunktion, seine Mobilisierung und all das nicht auch mit einbezogen wird, dann werde ich nicht den Outcome für den Patienten und nicht den Erfolg bekommen,
den wir uns wünschen und vor allem nicht den, den der Patient sich wünscht. Denn der möchte eine Wiederherstellung. Absolut, ja. Ja, warum sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen? Ich hatte letzte Woche Besuch aus Wien, von der Universität in Wien. Und zwar hat ein Professor mir hier erklärt, dass er mit Lichttherapien viele Studien gemacht hat, dass das in der Schulmedizin sehr schön anerkannt ist. Ich habe auch ein bisschen Forschungsarbeit gemacht und gesehen, dass ganz viele Krankenhäuser, selbst in der Schweiz, heute mit Lichttherapien arbeiten, insbesondere bei der Wundregeneration und auch in der Schmerzlinderungen. Und daher jetzt auch gerne meine Frage an eine Unfallchirurgin und langjährige Ärztin, wie ist das jetzt wirklich? Wird da mit Lichttherapien aktiv schon gearbeitet? Selbstverständlich. Wir alle wissen, dass ohne Licht Leben nicht möglich ist. Denken Sie nur daran, was in früheren Jahren an Rachitisch, also der Lichtmangel, der Vitamin D-Mangel am knöchernen Skelett des Körpers angerichtet hat. Licht ist in all unseren Zellen. Licht optimiert alle Vorgänge. Licht ist die Energie, die all die chemischen Vorgänge überhaupt erst am Laufen hält. Die Biophotonen sind ja etwas, das Gott sei Dank auch in der Schulmedizin seit langem einen Stellenwert hat und immer mehr Stellenwert bekommt. Die Lichttherapie war früher auf die Dermatologie und auf die Neurologie beschränkt, im Sinne der Lichtdusche bei Neurodermitis, beziehungsweise in der Depressionsbehandlung der Neurologie. Nur das ist es ja nicht allein. Jede Zelle braucht Licht, in der Nahrung ist Licht, die Qualität unserer Nahrung wird dadurch bestimmt, wie viele Biophotonen, wie viele Lichtquanten drin sind. Ja. Und dementsprechend ist das Licht etwas, das uns nicht nur am Leben erhält, sondern das das Leben ausmacht. Jeder Heilungsprozess im Körper muss oder kann durch Licht unterstützt werden und in der Effizienz dadurch besser ablaufen. Die Heilungszeit, die Rekonvaleszenzzeit, all das kann ich durch Licht verkürzen. Jetzt aber die Frage, ich meine, die Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich jetzt fragen, ja, was für Licht reden wir denn da? Ich bin ja jeden Tag an der frischen Luft oder ich habe ja Licht in der Wohnung. Von was reden wir da? Von was eine Lichttherapie? Ich rede hauptsächlich von der Therapie mit dem Repulstiefenstrahler. Das ist eine Kaltlichttherapie. Das heißt, es wird aus dem sichtbaren Lichtfrequenzspektrum des Regenbogens, aus der Fraktion des roten Lichtes eine ganz spezielle, ein sehr enges Lichtband herausgenommen mit 632 Nanometer. Und da wissen wir, dass das direkt in der Zelle wichtige Funktionen hat, indem es unsere Mitochondrien, also unsere Kraftwerke in der Zelle aktiviert, hier Stress minimieren kann und dadurch die Zellfunktion und die Arbeit erleichtert und optimiert. Fragen Sie mich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Dazu hatten Sie die Kollegen von der Hochschule. Ich bin nur der Praktiker, der es anwendet, der sieht, hier funktioniert's. Es ist effizient in der Heilung, es ist effizient in der Schmerztherapie. Wenn ein Bluterguss sich in der Hälfte der Zeit wie sonst aufsaugt, wenn ein Patient nach einer Bestrahlung schmerzfrei ist, der vorher nach einer Zerrung am Sprunggelenk seit Jahren immer wieder Probleme hatte, dann kann ich sagen, hocheffiziente Therapie, einfach. Was ist nebenwirkungsfrei? Das ist noch das ganz Wichtige. Mit Licht dieser Frequenz kann ich dem Körper nur unterstützen. Ich kann nichts Negatives in den Körper bringen oder ihn zu negativen Reaktionen herausfordern. All das, was ich tue, ist ihn mit Lichtquanten füttern, um zu optimieren, dass er das tut, was er soll, und das in einer Zeiteinheit, die gigantisch ist. Daran sieht man, wozu der Körper fähig ist,
wenn man es richtig unterstützt. Wenn der Körper genügend Energie hat, um sich selber gesund zu machen, das wäre wahrscheinlich so ungefähr. Ich hatte am Wochenende Probleme mit meinem Knie, noch im ganzen Leben nie. Konnte 2 Tage irgendwie nur noch ein bisschen humpelnd laufen. Dann hatte ich die Idee, ich nehme jetzt doch einmal dieses Gerät und teste mein Knie. Habe das wirklich auf allen Seiten, vielleicht eine Stunde lang, habe ich da ein bisschen diese roten Strahlen reingegeben. Und man konnte es kaum glauben, der Schmerz war wirklich weg. Aber Sehen Sie, diese Therapie ist keine Glaubensfrage, sondern es ist effiziente, hochwirksame, hochpotente Therapie. Ich habe mir aber immer überlegt, klar kommt das rote Licht tief rein, in die Zellen rein. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden diese Mitochondrien angetrieben durch das rote Licht, durch diese spezielle Frequenz, ihre mitochondriale Leistung zu steigern, mehr ATP zu produzieren. Und dann ist wahrscheinlich sind ja mehr Bauarbeiter an der Baustelle und die Sanierung kann beginnen, oder? Nicht nur das, sondern es sind eben hochqualifizierte Facharbeiter. Das ist erstaunlich. Und inwiefern kann ich das jetzt, wenn ich keine Schmerzen habe, auch präventiv nutzen? Ich meine, es ist doch gut für den Körper, wenn er regelmäßig angetrieben wird mit dieser Energie, um die Sanierung am Körper voranzutreiben. Selbstverständlich. Man kann es auch regulativ verwenden. Es ist ja so, dass jeder Reizzustand im Körper damit prinzipiell therapierbar ist. Auch ein gesunder Mensch hat immer wieder Stress, hat immer wieder gewisse Unruhezustände, wird gefordert. Dadurch ist auch die Schlafqualität nicht immer so, wie man sich's wünscht. Unsere Systeme, die Aktion und Ruhephasen regulieren, geraten aus dem Gleichgewicht. Sympathikus im Sinne der Aktion, Parasympathikus im Sinne der Regeneration. Und wenn ich hier dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden wieder unterstützen kann, indem ich den Sympathikus reduziere und den Parasympathikus wieder aktiviere, denn nur in der Ruhe kann Regeneration und vor allem auch Reparation stattfinden. Das heißt, ein Patient, der unendlichen Stress leidet, nicht von ungefähr gibt es ja das Stress-Ulkus, also das Magengeschwür, das durch Stress entstanden ist. Und wenn ich hier reduktiv arbeiten kann, und das ist ganz einfach, indem ich mit diesem roten Licht den Solarplexus abends bestrahle, dann ist die Schlafqualität eine deutlich bessere, die Reparation und vor allem die Regeneration des Körpers eine effizientere. Wir haben viele Spitzensportler, die dieses Gerät verwenden und die es eben präventiv auch in der Regeneration einsetzen. Im Moment ist ja die ganze Welt auch ein bisschen gefangen in eine Virussituation drin. Würde es auch Sinn machen, wenn man da einfach präventiv sich die Lunge stärkt? Selbstverständlich. Ich selbst bin nach einer Tuberkulose, die ich mir im Krankenhaus geholt habe und als chronische Asthmatikerin doch einiges mit der Lunge eingeschränkt. Und für mich ist das ein Automatismus, es täglich zu tun, um meine Lunge zu unterstützen und im Sinne der Regeneration und der Unterstützung aller energetischen Zellpopulationen und des Immunsystems natürlich es auch hier ganzheitlich einzusetzen. Jetzt kommt mir noch ein wichtiger Punkt in den Sinn in Bezug auf Entgiftung, auch über die Niere. Wird das auch nützen, wenn man da die Niere unterstützt, wenn man das Rotlicht auf die Niere legt? Selbstverständlich. Also ich muss das Niere fragen, und Leber als unsere großen Entgiftungsorgane. Gerade hier ist es ganz, ganz wichtig, die Funktion zu optimieren. All das, was uns untertags so unterkommt, sei es jetzt der Stress, der uns belastet, sei es das, was wir zwischendurch ganz schnell einmal hinunterschlingen, weil wir keine Zeit dazu haben, sei es all das andere an Müll, das wir
essen und auch mittlerweile leider auch trinken. All das muss verstoffwechselt werden. Da ist es ganz, ganz wichtig, die Organe wirklich zu unterstützen, die als chemische Großfabriken unseren Körper reinigen sollen. Und das ist Niere, Leber und auch der Darm. Jetzt ist ja das ein medizinisches zugelassenes Gerät. Darf denn das auch der Otto-Normalverbraucher oder wie ich jetzt zu Hause mir so überhaupt eins anschaffen und mich präventiv oder bei gewissen Schmerzpunkten auch selber behandeln? Solange ich nicht den Punkt nicht überschreite, wo ich dann wirklich zum Arzt gehen muss. Selbstverständlich ist eine Diagnose natürlich sinnvoll und notwendig, und auch die Einstellung so, dass ich mit dem Patienten bespreche, wie bestrahlt er am sinnvollsten. Überhaupt keine Frage. Nur dadurch, dass es ja völlig nebenwirkungsfrei ist und ich einen Säugling quasi vom ersten Lebenstag bis zum letzten Lebenstag eines alten Patienten bestrahlen kann, gehört Lichttherapie für mich in die Hausapotheke. Oh, dieses Wort Hausapotheke hatte ich auch schon einmal in den Mund genommen. Danke, tolles Wort, großartig. Also wenn ich jetzt Leute zu Hause habe, die zum Beispiel so chronische Probleme haben, die heute einfach so normal sind, wie zum Beispiel rheumatische Beschwerden, Arthrosen in den Knien, Kopfschmerzen, sind diese Dinge, weil ich ja das in der Studie gelesen habe, Schmerzlinderungen in unglaublich hohem Maße, wären das jetzt auch gleich das richtige Werkzeug, um einen Körper an diesen Punkten zu befällen oder bestrahlen? Es ist auf alle Fälle das richtige Werkzeug. Man kann natürlich durch Ernährung, durch das richtige Wasser, durch effiziente Bewegungsübungen, um den Körper in eine Normalität wieder zurückzuleiten. Ja. Denn sobald jemand Schmerz leidet, verändert sich der Bewegungsablauf, die Bewegungsmuster werden andere und dadurch kommt es zu Überlastung der einen Region und zur Schonung einer anderen. Dadurch kommt es wieder zu muskulären Veränderungen, muskuläre Dysbalancen. Das heißt, ein Muskel oder eine Region, ein Gelenk wird mehr belastet als ein anderes und dadurch laufen sich auch Fehlverhalten ein, wo ich in der Schmerzfreiheit dann besser unterstützen kann, um auch hier wieder optimale Abläufe zu garantieren. Ich habe es gut verstanden. Jede Wirkung hat eine Ursache. Und wenn man an der Wirkung herumdoktert, was ja auch gut ist, um Schmerzlinderung zu haben oder punktuell Energie zuzuführen, verhindert das immer noch nicht, dass man auch die Ursache mal anschauen muss, wie eben die Ernährung. Ja. Genau so ist es. Und ich bitte diesen Ausdruck des Herumdokterns. Das ist dann das, wo der Patient doch angehalten ist. Wir haben das Schlagwort des mündigen Patienten. Ja. Also einen Arzt zu fragen, ist oft sehr sinnvoll, hilfreich, um rascher und effizienter einen Erfolg zu haben. Leider habe ich noch nicht oft feststellen können, dass ich dann den Rat zu einer guten Ernährung kriege. Aber ich weiß, was Sie meinen. Das müsste sich noch viel, viel mehr eigentlich verbreiten, dass halt Ernährung, Wasser auch in die Medizin reingehören würde und auch ein wesentlicher Punkt ist für unsere Gesundheit. Ja, nebst dem Licht, das habe ich ganz vergessen. Das ist so spannend. Jetzt noch etwas. In der Unfallchirurgie, wo wir auch immer wieder Wunden haben, da wird sie auch angewendet, weil die Wundheilung beschleunigt wird. Was sind so Ihre Erfahrungswerte da? Die Wundheilung kann bis zu einem Drittel beschleunigt werden. Das heißt, man kann fast zuschauen, wie die Zellen aktiver wieder reagieren. Das umliegende Gewebe normalisiert sich. In einer Wunde, wenn das jetzt eine traumatologische Wunde ist, also eine Risquetschwunde, eine Schnittwunde, habe ich ja doch auch den Bluterguss, der sich
bei der akuten Verletzung mit ergibt. Und diesen behandle ich mit. Dadurch habe ich eine weit effizientere Unterstützung aller Zellen, die leichter und besser arbeiten können, wenn das umliegende Gewebe mitbehandelt wird und dadurch auch das Gewebe, das nachgebildet wird, also die Narbe, effizienteres ist. Nicht nur derbes, hartes Fibringewebe, sondern dass auch wirklich effizient der Körper dort arbeiten und heilen kann. Und dass natürlich auch bei schlecht heilenden Wunden, ob das jetzt nach einer Operation oder ein Ulkus am Fuß oder diabetische Veränderungen an der Haut, auch hier kann man wirklich gut unterstützen, um die Heilung im Gewebe anzuregen und auch wieder Oberfläche zu bilden, verhornendes Oberflächengewebe. Auch Neurodermitis, also all diese entzündlichen Hauterkrankungen, all das kann ich mit Licht gut unterstützen und effizient heilen. Ich glaube, das müsste eigentlich jeder Zahnarzt seinem Patienten mit nach Hause geben für die Wundheilung nach einer Zahnoperation. Die Wundheilung nach einer Zahnoperation ist gigantisch. Und vor allem, sie haben auch noch den Nebeneffekt, dass die Schwellung sehr viel schneller abklingt, dass die Blutungsneigung abnimmt, weil das Gewebe sich ja schneller regenerieren kann und dass man auch danach weniger Schmerzen hat. Also sie haben multiple Vorteile und keinen Nachteil. Ich staune nur. Wie kann das sein, dass so etwas, ich sage jetzt mal Einfaches, in Anführungs- und Schlusszeichen, so etwas Offensichtliches, über so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg einfach ignoriert wurde, um es aktiv in die Medizin einzusetzen? Oder bin ich falsch informiert? Licht wird in der Medizin seit langem eingesetzt. Denken Sie nur an den Laser. Ja. Nur beim Laser muss man sehr vorsichtig sein, da das Licht so gebündelt fokussiert ist, dass ich hier auch Schaden anrichten kann. Wenn ich jetzt das Licht etwas anders einsetze, so wie hier, wo es ja über LEDs ausgestrahlt wird, habe ich keine Nebenwirkungen. Ich kann keine Zellschädigung damit anstellen. Ich kann nur unterstützen. Also ist das erst jetzt gekommen, weil die Technologie LED erst jetzt möglich ist? Oder hat man einfach früher nur einfach das Sonnenlicht genutzt als Therapeutikum? Wenn Sie sich die Geschichte der Medizin anschauen, dann wird Licht in der Medizin seit langem genutzt. Großflächiger natürlich. Kranke Menschen wurden an die frische Luft gebracht. Sie haben die Licht- und Luftkurorte. Also Licht wird ja immer genutzt. Nur diese hohe Effizienz ist natürlich erst dann möglich, wenn man sich auch studienmäßig damit auseinandersetzt. Klar. Und gerade in unserer Medizin darf nichts angewandt werden am Patienten, das nicht studienmäßig bewiesen hat, dass es die Effizienz auch hat. Und das dauert eine Zeit. Und dieses Gerät gibt es seit mehr als 10 Jahren mittlerweile. Vielleicht noch eine Minute möchte ich noch anhängen für eine wichtige Frage. Wie kommt man denn dazu, zu erfahren, jetzt Sie als Unfallchirurgin, dass es eine solche Technologie überhaupt gibt? Woher hören Sie das? Lesen Sie regelmäßig alle Studien oder wie erlernt oder erfährt das ein Arzt? Ich hatte das große Glück, rechtzeitig die Kollegen von der Technischen Hochschule kennenzulernen und ich war an der medizinischen Entwicklung dieses Gerätes vom ersten Tag an beteiligt und ich bin jemand, der es versucht, in die Medizinwelt hinaus zu tragen, indem ich es nicht nur
bei mir selber, bei meiner Familie, im Freundeskreis, in der Ordination, im Krankenhaus selber verwende, sondern auch jedem, der es hören will und der es nicht hören will, auch erzähle. Liebe Frau Dr. Martha Schmid, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und diese aufklärenden Worte zu etwas Sensationellem, Revolutionärem, würde ich mal so sagen, wo diese tolle Wirkung hat, schulmedizinisch belegt, wo in Krankenhäusern angewendet wird, aber wir eigentlich zu Hause auch anwenden könnten für uns selbst. Danke ganz herzlich, liebe Frau Schmid. Bitte sehr, sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Ihnen ging das Herz auch ein bisschen auf, wenn man so eine Unfallchirurgin einmal sieht und mal hört. Hoffentlich werden wir alle nie in der Praxis mit ihr zu tun haben. Da gehe ich ganz fest davon aus. Sie schmunzelt auf der Seite. Ist ja auch so. Tut mir leid. Aber lieber mal am Abend ein Glas Wein trinken mit einer Unfallchirurgin, als sie sonst so im Einsatz zu hören oder zu sehen. Aber schön zu wissen, was das für Menschen dahinter sind, die so viel Gutes tun. Ihnen nochmals herzlichen Dank, liebe Frau Schmid, für alles, was Sie jeweils gemacht haben in Ihrem Leben. Ich finde, Sie müssen eine unglaublich starke und große Seele sein, um so einen Job zu machen. Herzlichen Dank. Alles Gute auch Ihnen, liebe Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.